Hm. Ja, können wir direkt so einsteigen. Ich habe solche spannenden körperlichen Sensationen gehabt. Wir haben die Meditation gemacht am Montagabend, zur Vorbereitung für das Ritual. Und so während der Meditation habe ich irgendwann das Gefühl bekommen, dass ich einen Milcheinschuss habe in den Brüsten. Also, ich erinnere mich noch gut, ich habe 2 Kinder gestillt und ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat, wenn die Brust plötzlich so prall wurde und es gab so 'n kribbeliges Gefühl um die Brustwarzen, so kurz bevor 'n bisschen Milch ausgetreten ist. Und das Gefühl hatte ich am Montag und heute Nacht auch im Schlaf, im Traum. Ähm, ja, ich behalte es mal im Auge, ob das wiederkommt und was es mit mir macht, dieses Gefühl zu haben, dass Milch kommt und, das macht grad in meinem Körper auch wieder viel, weil dieses Gefühl von so was symbolisiert diese Muttermilch? Die symbolisiert so ist die pure Fülle, ist die pure Wonne. So da drin ist alles, alles, was das Leben braucht. Und 'n Säugling, der auf die Welt kommt, braucht nichts anderes als Kontakt, also diesen liebevollen Kontakt, Körperkontakt, Berührung und diese Milch, dieses Wunderelixier. Ja, und ich habe noch das Bild vor Augen, wie ich eins meiner Kinder stille und, hm, in dieses kleine Gesicht zu schauen und zu sehen, in was für 'nem ekstatischen Zustand dieses kleine Wesen ist, auch so mit Augen verdrehen und saugen und dann läuft 'n bisschen Milch quillt aus den Mundwinkeln raus und läuft runter und es ist so, oh, die Welt ist so perfekt und es ist so das pure Leben, das da fließt. Oh, es ist so kraftvoll und aha. Ja, spannend. Das Bild kam zweimal. Nicht nur Bild, sondern wirklich das Gefühl, das körperliche Gefühl von: „Wow, ich fange an, Milch zu geben wieder.“ Bin gespannt, ob's noch mal kommt. Oh, Michael ist weg. Mhm. Bist gemutet. Ja. Internet ist heute nicht so der Hammer. Ja, Verbindung ist nicht so der Hammer. Gibt's. Ja, habe ich in der Zwischenzeit versucht, 'n Selbstgespräch zu führen und habe gemerkt, dass das komisch ist. Ja, Ja. ich höre dir wieder Mhm. zu. Ähm, Danke. Meine Muttermilch als Lebenselixier. Ja. mhm, Das ist die Symbolik, die ich jetzt grad mal 'n bisschen weiterverfolgen mag. Mal schauen, was passiert, ja. mhm. Mhm. Ja, es ist mega der kraftvolle es ist sehr kraftvolles also ja, es fühlt sich voll gut an in meinem Körper, dir Mhm. zuzuhören, zu dem Bild, zu dem Thema, zu dieser ja, ich habe so ein Bild von es interessiert mich, wo bringt dich der Tod gerade hin? So, was für gibt's vielleicht neue Felder oder wie ja, ich mag dir da wie folgen in dein Leben, Mhm. wo das es dich neu berührt oder weiter berührt. Wow, das ist 'ne ganz spannende Frage. Wo bringt mich der Tod hin? Hm. Im Moment merke ich eher, wovon er mich wegbringt. Und ich sehe nicht klar, wo er mich hinbringt. Ich spüre aber sehr deutlich grade, ja, wo ich vielleicht wo ich mich abgrenzen muss, mehr abgrenzen muss und möchte.
Wo bringt er mich hin? Die Frage interessiert mich selbst sehr, weil in den, ja, in den vergangenen Wochen kommt für mich immer wieder dieses Zugehörigkeitsthema hoch, auch von verschiedenen, ja, so von verschiedenen Richtungen. Und ich denke: „Ah, interessant, dass das jetzt doch noch mal dran ist für mich, mich mit meiner Zugehörigkeit auseinanderzusetzen. Wo ist mein Platz? Wo gehöre ich wirklich hin? Wo Nicht wo will ich sein, sondern wo bin ich? Und mit wem und in welchem Kreis von Menschen bin ich? Und es lösen sich gerade Identifikationen auf mit Teilen von mir, die sich in 'nem bestimmten Kreis eingenistet haben und die sich da 'n bequemes Feld kreiert haben. Okay, ich bin hier mit den Menschen, die Beziehungen haben die und die Qualität, und es löst sich auf und führt mich hin zu anderen Menschen, Menschen, mit denen ich 'ne andere Beziehungsqualität erfahre und erlebe. Menschen, die hm, die sich für mich noch echter anfühlen oder der Kontakt fühlt sich für mich noch echter an, unmittelbarer, mehr mit mehr Kontaktfläche. Ähm, Ich habe den Eindruck, das brauche ich grade und dann schrecke ich aber auch davor ein bisschen zurück und habe so das Gefühl: „Ja, okay, das ist spannend und, ähm, schön, diese Menschen um mich rum zu haben“, und doch ist so dieses Gefühl: „Wo ist das Zuhause? Mit welchen Menschen fühlt sich's an wie 'n Teil zu Hause oder Familie, so wie ich, den Familienbegriff definiere?“ Ja, das ist sehr interessant, ja. Was auch was auch passiert ist, ist, dass ich vor Kurzem jemanden kennengelernt habe und in 'ner sehr intensiven, intimen Verbindung stehe und vor 'ner Weile ich auch gemerkt habe, wie 'n Teil von mir auch was zurückhält, um so voll in die Liebe, voll alles reinzugeben. Und 'n Teil war etwas zurückgehalten und dann im Gespräch kam für mich raus: „Ja, es ist doch irgendwie auch zu hart. Es ist zu hart, voll zu lieben und mich voll und ganz lieben zu lassen bis in jeden Winkel, wenn ich doch weiß, dass ich sterben werde. Wie hart muss denn das sein für 'n Menschen, der mich wirklich liebt? Wie hart muss das denn sein, wenn ich wenn ich 'nem Menschen vollen Zugang gebe, mit mir in Liebe zu sein und dann gehe ich und ich sterbe und ich bin nicht mehr da. Also, es ist doch nur fair, wenn ich auch diesen Menschen davor beschütze und bewahre vor diesem tiefen, tiefen Verlustschmerz. Also, es kam für mich so deutlich raus. Ja, ich möchte andere Menschen schützen vor der Radikalität dieses Schmerzes und vor dieser Endlichkeit, sich mit dieser Endlichkeit auseinanderzusetzen, ne? Also, was bringt's, wenn ich jetzt die wundervollste Beziehung meines Lebens kreiere und die hält nicht für immer und ewig. Und ich lasse diesen Menschen dann einfach alleine. Ich lasse diesen Menschen dann einfach im Stich, weil ich gehe meinen Weg und dann, ja, kommt niemand mit. Das ist scheiße gemein.
Und ist die Lösung, einfach nicht zu lieben und also im Stillen zu lieben, alleine zu lieben, aber nicht in Beziehung zu sein und einfach zu sagen: „Ja, ich liebe dich und ich lasse mich aber nicht lieben, damit du nicht so leiden musst." Ich mag dieses Thema. Mhm. Das ist gerade so voll on point, finde ich. Ja. Und es macht so in mir, in der Begegnung mit dir, ähm, ist es auch mega spannend, weil wir uns ja jetzt erst kennenlernen und irgendwie ähm, lerne ich dich kennen und verabschiede mich gleichzeitig. Also wenn ich so deinen Prozess ernst nehme, dann muss ich dich eigentlich während dem Kennenlernen gleich auch schon wieder verabschieden. So. Das ist so Ja. voll krass. Ja. Wo bist du? Ah. Ähm, und ja, ich mag irgendwie dahin gehen, wo du, wie so, also jetzt beim letzten Mal haben wir eher über Beziehungen gesprochen, die so geklärt werden müssen oder wo sich vielleicht etwas entscheidet, das so weggeht. Und was ist aber mit den Beziehungen, die eigentlich im Kern sind oder mehr in den Kern möchten von dir? Und auch so das Thema zum Beispiel, wie ist die Beziehung zu deinen Kindern in diesem Prozess und so. Also so, wie das interessiert mich, was, was gibt's da für ein, vielleicht was sagt der Tod dazu oder was ist da die Medizin? Und wie ist es momentan? Ja, also das hast du vorher ja schon gesagt mit dem dich nicht lieben zu lassen, weil du diesen Schmerzen jemand anderem nicht antun möchtest, eventuell. Oder projizierst, dass da ein Schmerz sein könnte. Und ja, wie gehst du mit diesen Beziehungen noch mehr um? Magst du noch mehr darüber erzählen? Ja. Ja, was der Tod und auch meine komplette Lebendigkeit mir sagen, ist aber, es geht genau darum, jetzt. Es geht jetzt in der Zeit, die ich habe, geht es darum, zu begreifen, was Lieben wirklich bedeutet. Und ich glaube, ich habe den Begriff der Liebe bis heute noch nicht wirklich verstanden. Ich glaube, ich habe den Begriff der Liebe häufig benutzt, aber nie wirklich gespürt, worum geht's eigentlich. Und ich habe den Eindruck, so nach und nach wird das Bild, das Gefühl, auch die Entscheidung zu lieben, kompletter. Und es fühlt sich für mich an, als würde ich genau das jetzt lernen. Ich lerne jetzt, wie das mit der Liebe, ich lerne jetzt zu lieben. Mir kam das Bild, dass Liebe ist wie ein Wassertropfen. So darin sind alle Informationen gespeichert. So da drin ist eigentlich alles, jede Emotion, so wie in einem Wassertropfen auch so viel Information steckt. Und dass sich dieser Wassertropfen oder dass sich die Struktur dieses Wassertropfens verändert, je nachdem, wie wir mit diesem Wassertropfen in Kontakt gehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass jede Emotion zum Lieben gehört, dass auch Wut ein Ausdruck von Liebe sein kann. Ähm, dass nur die Frage ist, wie bin ich mit der Liebe in Kontakt? Und ja, ja, welchen Impact habe ich? Und der Tod lehrt mich, das zu erfahren, mit allem in Kontakt zu sein, auch mit Schmerz, mit Trauer.
Weil Trauer ist auch 'ne Form von Liebe. Und es geht nicht darum, irgend 'ne Wertung abzugeben über nichts und niemanden, sondern immer der Frage nachzugehen: „Wo ist die Liebe im Kern?“ So, wo ist dieser Tropfen und wie gehe ich mit diesem Tropfen um? Wie viel kann ich ja, wie kann ich diesen Tropfen so beeinflussen, dass er wirklich so Infinite Kristalle macht? So Reinheit kommt mir auch als Wort. So, wie kann ich 'ne Liebe leben, die rein ist? Und dazu gehört aber auch, dass ich komplett aufmache, dass ich mich auch so zeige und lieben lasse mit den Anteilen, die Liebe am meisten brauchen. Mhm. Und ich entscheide mich ganz klar dafür zu gehen und auch in den Schmerz zu gehen, der damit zusammenhängt, ja. Mit meinen Kindern ist das Ganze ein bisschen komplexer. Mit meinen Kindern erlebe ich doch so stark, wie diese kulturelle Prägung ist und: „Ah, wir sind Eltern, wir sind dafür gemacht, die Kinder zu beschützen.“ Ja, wenn sie kleine Babys sind wir verantwortlich, sie zu beschützen, weil sie noch nicht mal in der Lage sind, sich zu et von der Gefahrenquelle wegzubewegen oder sich hinzubewegen, so 'n sicheren Rahmen. Wir müssen sie umhertragen, wir müssen uns um sie kümmern, wir müssen sie beschützen. Und Kinder werden älter und Kinder machen ihre eigenen Erfahrungen. Der Sterbeprozess von Kindern beginnt auch mit der Geburt. Wir können unsere Kinder nicht bewahren davor, dass sie die Welt erleben mit all ihren Facetten. Wir können Kinder nicht davor bewahren, dass sie Schmerzen und Verluste erleiden. Wir können Kinder nicht davor bewahren, zu lernen. Und wir können Kinder auch nicht davor bewahren, zu lieben. Und trotzdem gibt es so viele Regeln und teilweise unausgesprochene Werte wie Kindererziehung. Auch das Wort ist schon furchtbar. Erziehung. Ich ziehe Kinder irgendwo hin, damit ich sie in 'ne Form pressen kann, wie das Ganze funktionieren soll. Und ich möchte da auch das Echte finden. Und das ist schwierig, weil ich mich damit sehr alleine fühle. Ich hatte diese Todesvision und ganz kurze Zeit später, ohne dass ich noch mit irgend 'nem Menschen drüber gesprochen habe, fragte mich mein Siebenjähriger: „Mami, wann stirbst du?“ Und ich habe gesagt: „Ich weiß es nicht.“ Und ich hatte das Gefühl, ich lüge ihn in dem Moment an und das hat sich falsch angefühlt. Und er fragte: „Was machen wir, wenn du stirbst?“ Ne? So nach dem Motto: „Was läuft dann? Wie läuft das denn ab, wenn du stirbst? Was ist dann mit uns?“ Und eigentlich hat er mir die perfekte Plattform geboten, um 'n Gespräch zu führen, das echt und ehrlich ist, wo alles Platz haben darf. Aber ich habe ihn beschützt vor ich habe ihn vermeintlich beschützt vor der Realität. Ja, ich werde sterben. Ich sage ihm: „Ja, ich werde sterben. Ich weiß aber nicht wann.“ Und damit gehe ich schon 'n Schritt in die Richtung, offen mit den Kindern umzugehen. Ähm, und es arbeitet auch noch viel in mir, inwieweit ich mich meinen Kindern öffnen kann. Weil auch Menschen zu mir sagen, also vor allem der Vater der Kinder, er hat viel Angst.
Er hat Angst, er macht mir, hm, ja, ich glaube, es erzeugt eine enorme Unsicherheit in ihm, weil er denkt: „Oh nein, was ist denn, wenn sie sich aus der Mutterrolle stiehlt?“ So, die Kinder brauchen ihre Mutter. Oder es fallen Begriffe wie, hm: „Du wirst die Kinder traumatisieren.“ Das sind Pfeile, die in Wunden treffen. Ich bin doch die Mutter, ich will sie doch beschützen vor jeglichem Trauma. Ich will doch, dass die Kinder im Paradies groß werden. Und gleichzeitig weiß ich, ich kann sie nicht davor beschützen. Und ich bin mir sicher, dass ich meine Kinder bereits traumatisiert habe mit Dingen, die ich getan habe. Damit, ja. Also, was mache ich jetzt? Und warum kann ich mit den Kindern nicht offen über das Sterben sprechen? Das heißt ja, wenn ich es nicht tue, dass ich diese Angst und diese Unsicherheit und dieses, was in unserer Kultur herrscht, so den Tod, ah, wir wollen den nicht, wir reden nicht drüber, wir konfrontieren uns nicht damit, wir wissen zwar, es kommt irgendwann, aber ähm, die Verleumdung unterstütze ich, wenn ich mit meinen Kindern nicht drüber spreche. Und ich sorge dann dafür, das Tabu im Tabubereich, im Schattenbereich zu halten. Ist das, was ich mir wünsche für meine Kinder? Nein. Ich wünsche mir für meine Kinder, dass wir reden können darüber, dass die Emotionen Platz haben dürfen, dass auch die Ängste Platz haben dürfen und die Trauer und die Unsicherheit und die Verzweiflung. Und ich bin auch noch nicht sicher, wie genau. Und ich bin auch nicht sicher, welche Art der Unterstützung brauche ich, damit ich mich gehalten genug fühle, um mit meinen Kindern diesen Prozess zu gehen. Mhm. Und es macht mir Angst. Es macht mir Angst, wenn ich mir vorstelle, ich spreche so offen mit meinen Kindern darüber wie mit dir, nur etwas, ja, etwas angepasst. Und sie gehen in den Kindergarten und in die Schule und sagen: „Meine Mami wird bald sterben.“ Es zieht dann solche weiten Kreise. Und was ist, wenn ich nicht sterbe? Dann gab es vielleicht 'n Riesentamtam. Ja, ich weiß es nicht. Es fühlt sich falsch an, so 'n Tuch des Schweigens drüber zu legen und es nicht zu thematisieren und meinen Prozess nur für mich zu machen, weil dadurch gehe ich aus dem Kontakt mit meinen Kindern raus. Und das ist das Schlimmste, was ich machen kann. Und das schlimmste Trauma, das ich meinen Kindern antun kann, ist nicht mit ihnen in Kontakt und in Beziehung zu sein, mit allem, was ist. Ja, das ist hart. Das ist hart und fühlt sich als 'n ganz große, Aufgabe an. Das ist so, wie viel Weisheit wir unseren Kindern vorenthalten müssen. Also ja, ich habe ja keine Kinder, aber so kollektiv gesprochen, weil da so viel Angst und gesellschaftliche Kontrolle stattfindet. So mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, so kann ich mich wirklich zeigen mit dem dann im Kindergarten mit all den Wellen, die das schlagen würde und
so die Erfahrungen von so wenig Verständnis über diese mega wahrhaftigen Aussagen, die du gerade geteilt hast, mit einfach sein zu dürfen mit den Fragen, die die Kinder haben und damit ihnen die Plattform zu geben, dass sie sich, dass sie damit mit all den Emotionen sein dürfen und sein können. Und Und ich auch. Ja. ja, und du auch. Ja, Gleichzeitig ich auch. Ja. ja. Und das Krasse ist, wir lassen uns alle so alleine, so, also das ist so, Wenn es schmerzhaft wird, lassen wir uns alleine. ja, Ja. Wenn es herausfordernd wird, ist der Rückzug anscheinend die Strategie, die wir am besten kennen. das ist so nicht zeigen, sich nicht zeigen. Ja. Ja. Hm. Ja, und I hear you. mir kam auch vor kurzem so dieser Satz. Irgendwie finde ich den voll schön und so passend. Es ist so, I am beyond beautiful and I'm fucking scared that you might see that. Ja. Hey, das ist der Einstieg fürs nächste Mal. Ja. Tinka, du bist toll. Ja. Danke.